Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute ein großes Bild machen, auch wieder mit diesem Wodka eingemischt, weil mir die letzten Bilder so richtig gut gefallen haben. Das Bild ist 80 auf 60 cm, also richtig groß. Da muss ich vielleicht auch dazu sagen, ihr müsst es schön gut unterlegen, weil sonst läuft euch die Farbe alles wieder in die Mitte. Ich kann es euch kurz mal zeigen. Ihr seht den Rahmen auch, seht ihr hinten, habe ich mit Kartonage, ups, stoße ich euch auch noch weg, die Kartonage praktisch unterlegt, damit im Prinzip das Bild gleichmäßig abfließen kann und nicht alles wieder in die Mitte. Das passiert halt sonst immer. Ganz wichtig, warum ich das jetzt mache im großen Bild, ich zeige euch mal die letzten Bilder, was ich ja gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt die Videos geschaut. Das war das erste mit Alkohol. Es glänzt auch richtig super schön. Und ich finde halt die Strukturen und die Muster sind richtig cool geworden. Sowas möchte ich in der Art nämlich jetzt wieder machen, und zwar in groß. Das zweite Bild, was ich gemacht habe, das war ja mit einem Tropfen Silikon. Ist gefährlich, ihr seht, es ist schon sehr verlaufen und man sieht hier, ja, da kommt teilweise der Keilrahmen raus. Liegt halt auch durch den Alkohol, weil der Alkohol natürlich ein besseres Fließverhalten macht und dadurch mit Vorsicht zu genießen, weil ich habe wirklich ja nur einen Tropfen Silikon und nur in schwarz gemacht. Darum aufpassen. So, das war ja das vorige Video, dann habe ich es einfach nochmal mit weiß probiert und natürlich auch das Schwarz mit einem Tropfen Silikon. Aber da seht ihr wieder, ist richtig gut geworden. Ja. Cool. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt ja was sehen von mir. Farben habe ich angerührt, eigentlich auch wieder die Metallic-Farben, weil finde ich kommt richtig cool. Ich habe Schwarz, Weiß, dann kommen wir zu Gold, Silber, Kupfer und einfach noch ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, habe ich mein geliebtes Karminrot noch mit reingemischt. So, und dann würde ich sagen, lasst uns anfangen, damit es euch nicht so langweilig wird. Und dann, let's go. Okay, fangen wir an. Ich habe die Farben etwas dicker gelassen, weil ich ja spezielle Muster reinmachen möchte. Ihr seht es ja hier. Und es verläuft natürlich dann auch nicht so arg. Ich mache das jetzt wieder erstmal im Dirty Pouring Stil. Und so aber auch wieder Schicht für Schicht. Und drehen wir es mal. Jetzt nehme ich aber doch noch mal ein bisschen Schwarz rein. Und zwar auf beiden Seiten. Ihr werdet jetzt dann auch sehen, was für ein Muster rauskommt nachher dann. Ja. So, die Farbe müsste hoffentlich reichen. Ja, einen Ticken Weiß rein. Das auch wieder auf beide Seiten. So. Ich denke mal, dann haben wir den ersten Becher schon voll. Ich schaue nochmal für den Kontrast. Okay. Also ich schwenke das jetzt auch mal ein bisschen hin und her.
sehe jetzt nur gerade, das Rot ist ziemlich verschwunden. Machen wir da einfach mal ein bisschen Rot rein, einen Schuss. So. Jetzt könnt ihr es hier auch mal sehen, was ich meine. Das ist natürlich im Verlaufe des Bildes, wenn wir es jetzt dann laufen lassen, noch etwas verläuft oder ineinander läuft. Ja. Ist klar. Aber das hier jetzt zum Beispiel ist auch richtig cool. Okay. Weiter geht's. Ich würde mir jetzt mal noch einen Becher machen. Beziehungsweise werde jetzt erstmal ein paar Akzente setzen und zwar weiße Linien durchziehen. Damit auch ein bisschen, also nicht nur ein komplettes Muster entsteht, sondern auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, helle Stellen entstehen. So. Jetzt können wir auch eins machen. Nein, ich mache es nochmal. Ja, ich vermische es mal ein bisschen mehr. Das heißt, ich lasse es mal mehr von oben reinlaufen. Dann seht ihr auch mal ein bisschen den Unterschied. Wenn man es nicht so Schicht für Schicht macht, sondern einfach mehr vermischt. Okay. Und die kann man mal hochgehen. Also ihr seht, ihr könnt da viel spielen, verschiedene Muster machen. Kann man hier mal eine Ringtechnik machen, eine Paddeltechnik. Wobei ich das eigentlich schon wieder langweilig finde auf diesem Bild. Aber wir können ja hier spielen. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Kamm und ziehe das einfach mal durch.
So. Ziehe eine goldene Linie durch. Und jetzt fange ich langsam mal an, es kurz mal laufen zu lassen. Das ist noch nicht genug Farbe. Aber einfach um mal zu sehen, wie es reagiert, was passiert. Jetzt ist es natürlich so, dass mein Kamm natürlich die Linien etwas verschwinden werden, weil es etwas überläuft. Aber das kann man ja noch mal machen. Und bevor wir es jetzt laufen lassen, ihr habt vielleicht schon mal festgestellt, auch bei den letzten Bildern, man hat ja Luftblasen drin und es gibt dann wie so kleine Punkte, kann man ja praktisch vorm Laufen lassen, jetzt auch mal kurz erhitzen, um einfach die Luftbläschen rauszubekommen. So. Weil der Grund ist der, dass ihr praktisch wie so kleine Zellen haben, die sich dann durch die Luftblasen bilden. Und wenn man die jetzt noch ein bisschen auseinanderlaufen lässt, dann gibt es eigentlich auch schöne Zellen, ohne dass man Silikon benutzt hat. So, jetzt kippe ich mal ein bisschen stärker, weil sonst dauert es zu lange. Und schaue natürlich, dass ich gleich die Kanten hinten zumache, also auf eurer Seite hier. Wenn ich nicht ganz im Bild bin, ja, ist halt die Größe des Bildes etwas schwierig. So. Okay. Ja, genau, das ist das, was ich gemeint habe. Ich zeige es euch mal geschwind. Seht ihr hier? Das ist das, was ich gemeint habe mit diesen Zellen, obwohl kein Silikon drin ist. Spiegel ein bisschen. Ja. Genauso hier. Das ist schon cool. Okay, machen wir weiter. Was ich vielleicht noch hier machen kann auch. Ich habe gerade Bock, bei diesem Bild ein bisschen mit dem Kamm zu arbeiten. Das sieht einfach cool aus. War jetzt nicht so ganz so toll, aber egal. So, jetzt mischen wir nochmal einen Becher an. Ich werde hier Silberkupfer. Ich werde jetzt diesmal weniger Rot nehmen, weil jetzt haben wir doch einiges an Rot schon drauf. Ich mache das wieder schichtweise jetzt. Drehe auch den Becher ab und zu mal um. Ich denke mal, das reicht. Ja. Aber ich schaue mal, dass ich hier dieses zubekomme, bevor mir sonst das schöne Muster kaputt geht. So. Und hier, wo ihr ziemlich viele weiße Stellen habt, das mache ich immer gern, weil einfach das dann zu langweilig aussieht. Einfach kurz was rein, aber nicht so.
Da müsst ihr halt aufpassen. Ja, da könnt ihr schwenken, drehen, wie ihr wollt. Da kriegt ihr halt super Muster rein, finde ich einfach. Und noch feine Linien setzen. So. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, ganz klar, aber gibt halt dann auch ein schönes Bild mit schönen Muster und nicht nur einfach kurz gegossen und tschüss. Jetzt habe ich hier nämlich noch ein Loch, das muss ich zubekommen. Wenn ihr das sehen könnt, ich weiß nicht. Jawohl. Ich werde das jetzt mal kurz erhitzen. Ja, erhitzen ist vielleicht der falsche Ausdruck, einfach um die Luftblasen rauszubekommen. Darum geht es mir jetzt erstmal. Und das Eck jetzt mal zubekommen hier. So. Jetzt werde ich vielleicht mal eins machen, ich drehe euch das Bild mal um. Beziehungsweise die Kante hier noch zumachen. Das mache ich jetzt geschwind mal. Auch wenn ich jetzt gerade nicht im Bild bin. Komm schon. So. Mir ging es hier noch um die Kante. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich. Ja, da fehlt mir jetzt wieder ein bisschen das Gold. Nehme ich mal den anderen Becher. Einen Ticken Rot rein für den Kontrast. Und einen Schuss Schwarz noch ein. So. Ihr seht ja, ich habe hier solche Linien, jetzt mache ich mal wieder solche Linien. Beziehungsweise ihr könnt Muster reinziehen, wie ihr möchtet, also wirklich kreativ sein. Wenn euch das zu dunkel ist, so wie mir jetzt zum Beispiel, dann ziehe ich hier ein paar Linien rein. Mit helleren Farben. Das gibt dann durch das Laufen lassen natürlich auch nochmal schöne Effekte. So. Was haben wir noch? Jetzt haben wir hier einen sehr dunklen Bereich, einen hellen Bereich, einen roten Bereich. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen vielleicht mehr Silber und Weiß und Kupfer machen, weil wir ja sonst hier zu viel Gold haben schon. Ja, Gold nehmen wir nicht.
Dann gehen wir wieder von oben rein. Lass es ziemlich weit hoch. Ich mag es gerne mit diesen feinen Linien dazwischendurch. Okay, kurz mal erhitzen nochmal, also die Blasen rausmachen. So, dann würde ich sagen, machen wir diese Ecke jetzt mal zu. Dadurch zieht sich das Bild ja auch nochmal schön auseinander. Lass es ein bisschen hier hereinlaufen. Und die andere Seite auch noch. Kann jetzt leider nicht immer ganz im Bild sein. Aber ich zeige es euch ja nachher von daheim. Ich denke mal, das passt schon. So. Kante zu. Was mir jetzt nicht ganz so gefällt, hier ist ein bisschen zu fade, finde ich jetzt einfach. Ja, der eine sagt, das ist ein schöner Ruhepunkt, wobei das kein Ruhepunkt ist. Ich finde es fad. Nehme ich mir nochmal diesen roten Becher. Mische da mal hauptsächlich rot, schwarz, weiß und Gold. So. Seht ihr, ich habe wenig Farbe drin, aber machen wir hier noch schön das Muster rein. Indem ich es schön langsam laufen lasse. Das heißt, ist halt der Vorteil, auch wenn man es etwas dicker lässt. So. Wenn das dann noch ein bisschen laufen lässt, zieht es sich ja wieder auseinander. Weil ich sollte hier auch noch die Ecke zu bekommen, sehe ich gerade. Muss ich aufpassen, dass ich den Becher nicht umschmeiße. So. Gefährlich, gefährlich. Ja, da bin ich jetzt natürlich mit den Fingern rein. Da müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr hier in die Kanten mit den Fingern reingeht, dann müsst ihr einfach nochmal laufen lassen, damit es dann noch mal drüber läuft, sonst sieht es auch nicht so schön aus. Das werde ich jetzt gleich machen. Das sind aber nachher dann die Feinarbeiten. So, und dann ist da nämlich wieder Farbe drüber und dann, naja gut, noch nicht ganz. Das werde ich aber nachher machen. So, ich glaube, ich lasse das jetzt, na komm, ich mache noch ein bisschen Farbe drauf. Und dann haben wir es eigentlich schon. Und der Rest danach ist einfach ein bisschen Feintuning. Das heißt, ihr könnt noch dünne Linien reinmachen, ihr könnt es noch ein bisschen auseinanderlaufen lassen. Also ich hoffe, das Video ist euch nicht zu lang, aber ich finde es halt mal, also ich finde es interessant, denke ich mal auch für euch, wenn ihr wirklich mal Bilder schön gestalten möchtet, also Muster wie ihr möchtet und nicht einfach nur laufen lassen und dann gucken, was rauskommt, ist ja auf die Dauer auch langweilig, ne? Tja, ich bin Linkshänder. So. Dann haben wir das meiste geschafft.
Wie gesagt, was ihr machen könnt, wenn es euch gefällt. Mir gefällt es ab und zu mal. Schöne dünne Linien. Nehmt einfach die Restfarben vom Becher. Und dann könnt ihr feine Linien noch drüber laufen lassen. Das gefällt mir halt immer richtig gut. Ist Geschmackssache. Dann passt's. So, ich werde es jetzt einfach noch geschwind richtig laufen lassen, damit praktisch alle Kanten bedeckt sind. Braucht ihr nicht unbedingt zuschauen. Das dauert ein bisschen. Und werde es euch dann natürlich von Namen zeigen. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja Leute, ihr seht, ich bin ja Videoschneiden. Mein Assistent sollte mir eigentlich helfen. Aber er behindert mich eigentlich nur. Der Merlin. Den kennt ihr ja. Göstinger. Ja, dann versuche ich mal weiterzuarbeiten. So Freunde, jetzt sind ca. 24 Stunden vergangen. Ich habe es mit Absicht einen Tag liegen lassen, weil jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es dann auch nicht mehr läuft oder nacharbeitet. Ihr könnt es vielleicht auch schon am Rand sehen. Und so am Rot sieht man es eigentlich am besten. Da wo es dann schon dunkler wird hier, da fängt es dann an zu trocknen. Ihr wisst ja, das Bild trocknet eigentlich immer von außen nach innen. Oder auch hier. Merkt ihr, wie es schon dunkler wird am Rand. Okay. Weil jetzt können wir uns sicher sein, dass hier nichts mehr verläuft. Wie gesagt, wenn ihr es unten auch ein bisschen unterlegt habt, da müsst ihr vielleicht auch aufpassen. Ich sage es mal kurz bevor es in der Mitte ganz trocken ist, könnt ihr wirklich diesen Karton mal wegmachen. Weil sonst besteht die Gefahr, dass es irgendwelche Wellen gibt vom Karton, falls doch ein bisschen eine Erhöhung da ist. Aber das dann auch nicht ganz so schlimm ist, wenn man es von unten ein bisschen nass macht, legt sich das dann auch wieder. Auch mal so als kleiner Tipp nochmal am Rande. Gut, ich zeige es euch jetzt mal. Also das ist eigentlich ein Bild nach meinem Stil. Ja, und jetzt my style. Die, die mich schon länger kennen, wissen das. Die anderen Bilder mache ich nur für euch. Haha, okay. Hier habe ich ja mit dem Kamm gearbeitet. Und da sind halt schöne Muster entstanden, einfach auch hier. Ich zeige es euch jetzt einfach mal so von Ganzem. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt eigentlich, wo ich ja schon angesprochen habe, dass sich schöne Zellen gebildet haben. Und zwar ohne Silikon. Ja, auch hier. Und das ist das, wenn man die Luftbläschen, bevor man es laufen lässt, ich wiederhole mich vielleicht jetzt gerade, aber die, wo mal wieder vorgespult haben und nicht das ganze Video gesehen haben, ist es ja der Punkt, wo sich dann trotzdem Zellen bilden. Genauso wie hier auch. Ja. Also ich zeige jetzt einfach mal die Feinheiten, das ganze Bild zu zeigen. Hier ist noch ein bisschen nach außen gewandert. Das ist das, was ich gemeint habe, wenn der Karton unten drunter, also der Karton unten drunter, wenn der ein bisschen höher ist. Aber es ist besser, es läuft nach außen, wie wenn es alles zusammen in die Mitte läuft. So, das war auch mit dem Kamm gearbeitet, ne? Das ist auch richtig cool geworden, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich mag halt diese feinen Striche, es sieht ein bisschen abstrakt aus dann. Ja, jetzt auch hier nochmal. Fahren wir nochmal nach außen. Da seht ihr dann auch schon wieder am Rand. Ja, also hier ist eigentlich schon getrocknet. So als kleiner Beweis, dass ein Tag später ist. Und hier ist das natürlich auch super verlaufend, finde ich. Ja, ja, weil auch wie so schöne Zellen. Super klasse. Und da sieht man dann, wie es langsam dunkel wird. Das ist ja dieses Kaminrot. Und wie dann langsam, wenn der
Vinylkleber trocknet und transparent wird und dann wieder kommt der Originalton raus von der Farbe. Das gilt ja auch, wie gesagt, zu beachten, wenn ihr natürlich ein Bild gießt, und ihr müsst euch im Vorfeld schon klar sein, wie sich ungefähr die Farben verändern, damit ihr nachher nicht enttäuscht seid und die Farben zu dunkel sind. Okay, also mir gefällt das Bild. Mir gefällt das Bild super. Wie gesagt, mein Stil. Ich kann euch ja vielleicht auch hier nochmal. Das ist ja so ähnlich, etwas dunkler. Ich hoffe, vom Licht her geht's. Das ist natürlich etwas dunkel jetzt natürlich. Aber ich gehe jetzt mal so rum. Manche kennen es ja. Das ist das, was ich meine. Ihr könnt wirklich Bilder beeinflussen und nicht nur einfach gießen lassen, sondern schöne Muster rausholen, die vielleicht auch von euch gewollt sind. Cool, das war's. Jetzt trinke ich noch einen Schluck Wodka und dann war's das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt vielleicht auch was gelernt. Das war eigentlich der Hintergrund der Sache. Darum das Video auch etwas länger gemacht, dass ihr wirklich nochmal seht, Schritt für Schritt. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Gerne ein Abo dalassen, natürlich auch Daumen hoch und bedanke mich nochmal für meine Unterstützer. Und dann war es das von mir. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kupfer. Und um ein bisschen Spiel reinzubringen, habe ich mir noch mein geliebtes Karminrot, also ein bisschen Farbspiel reinbringen. Ja. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute ein Bild machen. Oh, das leckt mich doch am Arsch. Weil irgendwann wird es euch ja auch sonst zu langweilig. Okay. Ich blick schon gar nicht mehr, ist nicht gut, ist nicht gut.